Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns die momentane finanzielle Energie an für das Kollektiv. Denkt daran, es ist eine kollektive Legung. Das kann nicht alle Leute betreffen, die jetzt irgendwie ein Geldthema haben. Und ich lasse die Karten nur springen und wir schauen, was ich euch oder uns dazu mitteilen kann. Also es ist eine Energie für jetzt. Okay, hier haben wir schon mal die super Grundlage. Wir haben hier ein kleines finanzielles Plus, ein bisschen Glück bei den Finanzen, ein kleiner Zuwachs. Vielleicht auch zwei Wege dafür, etwas Finanzielles unter den guten Stern zu bringen. Ja, natürlich, die Entwicklung von außen, die hängt uns im Unterbewusstsein. Da brauche ich nicht lang drum rumreden. Wir können ja das, was im Außen ist momentan, gerade auch mit der Inflation und mit allem, nicht groß verändern. Aber man sieht eben, dass es im Unterbewusstsein drin hängt. Man fragt sich, wie soll es weitergehen? Es braucht auf der Kopfebene extrem viel Vertrauen. Es braucht auf der Kopfebene auch extrem viel eigene Größe, die man für den Bereich Finanzen hier benötigt. Im Prinzip geht es auch so ein bisschen darum, die Führung aufzunehmen in dem Bereich, in dem man eben kann. Das Vertrauen nicht zerstören zu lassen durch das Außen, das liegt hier in der Spiegelung drin. Hier kann man irgendwie auch mit kleineren Ersparnissen rechnen oder mit etwas, was dir vielleicht entlastend entgegenkommt. Und es geht an sich um Veränderungen an den Finanzen allgemein. Auch Finanzen, die aus der Vergangenheit irgendwie mitschwingen, finanzielle Dinge. Hier sieht man irgendwie Ausläufer. Es kann auch sein, dass man in der Vergangenheit etwas erlebt hat oder getan hat, etwas in die Veränderung gebracht hat, wo jetzt erst die Ernte dafür kommt. Der Zeitraum hier ist wirklich sehr kurz. Ne? Das kann schon 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate sein, wo hier wirklich auch dieses Glück dann zu spüren ist. Ja, und hier haben wir noch die Sterne für die nähere Zeit. Ne? Hier klären sich finanzielle Dinge. Hier kann man die Finanzen wieder unter den guten Stern stellen. Hier ist ein bisschen Glück auch mit dem Thema Geld. Ja, das ist jetzt sehr tiefgründig und dennoch wahrscheinlich richtig. Es geht auch darum, dass man aus der eigenen Sicht irgendwie vielleicht auch ein Kampfthema hat mit den Finanzen, dass man rumkämpft, dass man ums Überleben kämpft, dass man ums Vertrauen ins Leben kämpft, dass man mit dem Außen kämpft, dass man irgendwo hier auch sein Schwert niederlegen kann, etwas mehr in die Harmonie bringen. Hier kann es unter anderem auch um Gelder aus den Familien gehen, wo hier etwas neu strukturiert wird oder wo irgendwie eine günstige Gelegenheit kommt, etwas harmonisch, finanziell harmonisch zu gestalten. Es kann ja auch sein, zum Beispiel für all die, die zum Beispiel Trennungen hinter sich haben, dass da irgendwie was noch in den Ausgleich kommt, positiver Art. Wir haben hier auch über die Arbeit die Möglichkeit. Die Arbeit liegt dabei, die Familienthemen. Möglicherweise kommt aus dem Umfeld auch irgendwas aus dem Arbeitsbereich auf uns zu, wo wir unser Geld im kleinen Bereich
auf ein besseres Niveau bringen können. Eigentlich eine sehr schöne Legung hier. Und vor allem sehr zeitnah. Ne? Das ist hier nichts, das ist die Energie von jetzt und die zeigt es auch. Hier zeigen sich die Dinge nochmal. Also ich habe eine Doppelung drin. Es geht darum, dass man irgendwo in puncto Finanzen, das ist ja unser Hauptthema hier, so ein unstetiges oder ungutes Gefühl mitbringt. Das kann ein Schattenthema sein, das kann ein Glaubenssatz sein. Das kann hier auch sein, dass man das Gefühl hat, mir reicht es nicht, ich bin nicht versorgt, ich muss sehr viel tun, um dass irgendwie die Finanzen stehen, oder ich kann nichts tun, um die Finanzen anzutreiben. Man hat vielleicht auch die Ängste, dass das so unstet bleibt, also dass sich dieses Gefühl der Sicherheit nicht richtig einstellt. Andererseits ist eben der Mond auch die Karte des Erfolges. Ne? Möglicherweise hat man hier auch noch ein bisschen an seinen Emotionen bezüglich Geld, Erfolg zu arbeiten. Ja, wenn ich nicht gestorben bin, mische ich noch morgen. Wir brauchen bitte die letzte Karte. Okay, schön. Ja, hier sieht man Expansion, Weiterkommen. Was auch spannend ist, wir haben uns unten am Deck und unsere eigenen Zweifel. Ne? Also es kommt sehr viel auf uns an, da wo wir auch irgendwo einen klugen Zug machen können. Selbstwertthemen natürlich auch. Was steht mir zu? Ne? Was darf ich haben? So auch eine Prägung. Das Thema Versorgtsein spielt eine Rolle, aber tatsächlich hier mit dem Schiff liegt hier wirklich das Weiterkommen im Jetzt, in einer kurzen Zeit. Auch dieses Thema, sich irgendeinen kleinen Wunsch oder einen Traum erfüllen zu können. Also mit dem, was man hat, auch etwas zu machen. Ein oder anderer könnte vielleicht viel unterwegs sein, um Geld zu generieren oder sich eine kleine Auszeit oder Reise gönnen. Wir gucken, was hier noch gesagt wird. Ja, etwas braucht Genesung im finanziellen Bereich. Und zwar geht es darum, die Dinge im finanziellen Bereich langfristig zu verändern, damit wir hier auch ein bisschen am Glück teilhaben können. Das Glück legt sich hier in die Mitte rein, schon mal schön. Wir gucken, was ich hier noch mitkriege von den Engeln. Der Engel der Herzensgüte. Da ist schon wieder was dabei, was auch das Wort empfangen und weitergeben mit Intus hat. Und zwar steht hier drauf: Öffne dein Herz für andere Menschen, empfange Güte und Wärme und schenke sie weiter. Das kann ja im kleineren Bereich sein, um das Ganze im Flow zu halten oder nicht auf das Geld auch drauf zu sitzen, gibt es viele Möglichkeiten, etwas weiterzugeben. Ich sage euch ein Beispiel, ich backe jeden Dezember Unmassen an Plätzchen, die wir alle selber nicht essen, aber ich verschenke sie und jeder weiß, dass Backen sehr viel Geld kostet, weil du sehr viel Zutaten brauchst und auch Strom und so. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man anderen einfach was wiedergibt, wo man auch gerne gibt und aber auch gerne empfängt. Ne? Und wichtig ist eben auch, dass man mit dem Geld, das man hat, dass man das nicht nur spart, sondern dass man sich im kleineren Bereich auch selber mal was gönnt. Okay, ihr Lieben, gucken wir mal, welche Blume wir hier noch kriegen zu dem Thema.
Ja, Ginster, du bist ein Sieger. Habe Mut zum Risiko. Der Ginster vertreibt alles Dunkle und erfüllt dich mit Lichtkraft und Zuversicht. Also sich finanziell als Sieger zu fühlen, auch wenn es vielleicht manchmal gerade schwierig ist herausfordernd, aber immerhin besser als Mangel zu nähren. Ihr Lieben, das war die Legung für die Finanzen. Ich drücke euch bis bald. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir gucken uns die aktuelle berufliche Situation ein bisschen genauer an. Beruf, Berufung. Was sieht man im Kollektiv für Energien zu diesem Thema? Okay, also das hat hier mehrere Bedeutungen. Einerseits sieht man hier die beruflich Selbstständigen, andererseits sieht man hier das Thema Arbeitsamt auch sehr als Ausgangspunkt. Für manche zeigt sich vielleicht hier auch etwas, das nach Distanz aussieht zu dem, was man jetzt gerade tut. Oder dass man irgendwie drüber nachdenkt, unabhängiger, selbstständiger zu werden. Dass man sich in gewisser Weise auch in seinem Tun gefangen fühlen kann. Auf der bewussten Ebene würden wir gern weiterkommen, unsere Träume, Ziele, Sehnsüchte anstreben, Expansion in gewissen Dingen haben, vielleicht auch mehr Bewegung oder unterwegs sein an sich auf unserer beruflichen Reise mit einbeziehen. Viele haben vielleicht auch, das Schiff ist immerhin auch noch ein Hinweis auf das Ausland, den Wunsch, woanders zu arbeiten oder in einem anderen Land oder viel mit dem Ausland zu tun zu haben. Ja, das hier ist nicht nur eine Legung, wo es um den Beruf oder die berufliche Situation geht, sondern hier zeigt sich gleich am Anfang auch dieses Kreuz, das man damit hat, ne? Die Anstrengung oder dass man sich auch fragt, das, was ich mache, bin ich damit glücklich oder ist es nur, weil ich es eben muss? Warum bin ich auf der Erde? Was sind meine Gaben? Was sind meine Talente? Was kann ich dafür einsetzen? Ich denke das so ganz oft, wenn ich zum Beispiel einkaufen bin, was ich ja auf das Nötigste reduziere, weil ich es einfach nicht mehr ertragen kann. Wenn du guckst, wie die Leute, die da arbeiten, die rennen, ja, die haben ein Tempo, die müssen über Stunden ein Tempo vorlegen, ne? Die tun mir manchmal richtig leid und ich merke halt auch, dass mich das aufregt. Ja, diese ganzen Bedingungen, die hier gestellt werden an die Menschen, die arbeiten wollen, ja, das ist schon eine enorme Herausforderung und ich sage es ganz laut, auch eine Sauerei. Wohl die alleine und unabhängig hier ihre Sachen erledigen können, ihre Tätigkeitsfelder bedienen, die vielleicht auch irgendwo selbstständig und unabhängig sein können, aber da wir das nicht alle können, geht es halt im weitesten Sinne darum, wie macht man sich so frei wie möglich von den Dingen und da kommt man eben an die Grenze ran. Es ist ja auch zum Beispiel in der Pflege so oder bei allen helfenden Berufen, Gastronomie, egal wo du hinguckst. Die Leute rennen, die haben ein Pensum, die können nicht mit dem ganzen Herzen dabei sein. Es ist viel Wut da, es sind viele Schattenthemen, es ist es schwingt etwas mit, das mit ausgenutzt werden zu tun hat. Wir haben hier den Mond aus der Vergangenheit, vielleicht macht man auch schon lange damit rum. Ne? Etwas bewegt einen emotional, etwas
gestaltet sich schwierig. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, etwas Verbindliches auf den Weg zu kriegen. Etwas, was längerfristiges Wachstum mitbringt. Für die Selbstständigen sieht man hier Wachstum und neue Verträge, Aufträge, Expansion, Weiterkommen, aber natürlich auch für all die anderen. Die haben hier Chancen, aus dem Kreislauf rauszugehen, aber auf längere Frist. Und wir haben die Wege, die hier kommen, viel vom Umfeld, ne? Also von außen entstehen Möglichkeiten, die genutzt werden können, wo manchmal so ein emotionales Drama auch ist, oder einen gewissen Hader, den man mit dem Beruf hat. Hier sind auch so Berufe, die haben mit dem Gesundheitswesen zu tun. Nimm den Schmuck dazu oder die Edelmetalle oder das Unterwegssein, das Reisen, der Verkehr. Überall gibt es hier die Schwierigkeiten, die uns auch im Alltag oder im Leben oder in der Vitalität sehr stark beschränken. Und das hier ist wirklich weit mehr als eine Berufslegung, denn hier hinterfragt man das ganze System. Ich habe hier eine Möglichkeit oder eine Chance oder einen neuen Weg auf mehreren Ebenen. Das könnte auch sein, dass ein oder andere zwei Möglichkeiten nutzt, ne? Im kleineren Bereich, oder sich ein zweites Standbein irgendwie versucht aufzubauen, einen Neubeginn zu wagen, im Kleineren etwas zu verändern, was größere Auswirkungen hat. Gleichzeitig sehe ich auch die Befürchtungen für viele bei einem Neubeginn. Ein oder anderer kann sich hier auch Gedanken machen ums Berufsleben der Kinder. Das sind mir zu viele hier. Wir brauchen eine letzte Karte. Ja, das Ganze wirkt ja am Ende doch, als könnte man die Dinge auf ein Fundament bauen. Wir nehmen vielleicht auch das Fundament, das wir schon gelegt haben. Für viele oder einige kommt hier die Arbeit von zu Hause oder im häuslichen Umfeld, also Arbeiten von zu Hause aus, mit ins Spiel, vielleicht auch im kleineren Bereich. Andere benutzen das Fundament, das sie haben, und bauen darauf auf. Jedenfalls ist die Endenergie sehr stabil und sehr erdend und auch längerfristig, so dass man es gut schaffen kann. Das Thema Grenzen ziehen spielt ja eine Rolle. Das Haus ist zwar unser Fundament, gleichzeitig ist es aber auch eine gute Grenze, die wir hier haben und die wir auch einhalten sollen. Ich weiß, von was ich spreche. Ich bin jahrelang über meine Grenzen gegangen und es hinterlässt sehr viele Spuren. Wir haben hier die Vitalität mit dabei, auch die emotionale Gesundheit, Stabilität, die hier wichtig ist, weil man sieht hier schon, dass viele mit dem Thema auch schlaflose Nächte verbringen oder Auswege suchen oder einfach auch in die Nacht hinein überlegen, was sie da tun können. Und ich habe hier trotzdem den Erfolg dabei. Also es ist hier nichts Aussichtsloses, sondern wenn man mit die Vitalität auch mit einbezieht, ein bisschen Courage hat, auch neu und Stärke, etwas Neues zu kreieren, kann man auch hier ein stabiles Fundament schaffen. Vitalität ist natürlich hier auch der Schlüssel zum Erfolg. Und die persönliche Stärke, dass die eben nicht durch Stress, Aufregung und so immer niederer wird oder dass man sich am Ende gar nichts mehr zutraut. Ich lasse jetzt hier so ein paar Impulskarten springen. Das sind nur Impulse, da kann man was draus machen, muss man aber nicht, genauso wie aus jeder Legung, die ich mache. Die Karten springen raus, ich erkläre, was ich sehe
Und jeder nimmt sich das mit, was für ihn stimmig ist. Vielleicht stimmt es auch für manche gar nicht, das ist auch okay. Hier geht es darum, dass man auch bestimmte Dinge loslässt, auch Situationen, die einem schaden. Entfernung aufnimmt oder Distanz aufnimmt auch zu den Dingen, die hier im beruflichen Bereich wirken. Ich sage ja, ich sehe die schlaflosen Nächte oder das Grübeln über die Situation. Wann Feierabend ist halt Feierabend, aber das kenne ich von mir auch. Das war nie der Fall. Du bist immer damit beschäftigt, auch wenn du kein Geld dafür kriegst. Wir haben Orakelkarten, das mag für einen die Lösung sein oder auch eine bestimmte Fähigkeit, die man vielleicht im kleineren Bereich nutzen könnte. Aber natürlich auch, dass du dir vielleicht mal selbst eine Karte ziehst, um für dich Antworten zu kriegen im beruflichen Bereich. Das sind hier mal die 2 Impulskarten und wir gucken noch, welche Pflanze hier mitschwingt. Hier haben wir schon mal 2. Ja, hier haben wir ja den Ring, der steht auch für Verbindung. Hier haben wir mit dem Efeu, ich bin, ich war, ich werde sein. Also es geht sehr stark auch um das Leben, um das, was man mitbringt. Es geht um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und es geht darum, Frieden mit den Dingen zu schließen und in Freiheit weiterzugehen. Und mit dem Mond haben wir noch, dass er Gegensätze vereinigt. Dass er den Schlaf des kleinen Todes schenkt und auch so des Vergessens über Schwierigkeiten oder schwere Situationen und dass man tatsächlich irgendwo wie neugeboren aus der Situation rausgehen kann. Ihr Lieben, das war die Berufslegung. Ich drücke euch bis bald. Ja, ihr Lieben, wir schauen uns die Qualität für Liebe und Beziehung und Verbindung an. Und ich bin gespannt, was wir hier sehen können, was gerade im Kollektiv hier auf der Herzebene bei euren Herzensangelegenheiten für Energien unterwegs sind. Ja, irgendwas möchte verändert werden. Ist natürlich so, kommt auf deine Situation an. Ne? Bist du Single, möchte vielleicht die Liebe wieder einziehen? Ist deine Beziehung eingeschlafen? Möchte sich da wieder was öffnen? Also seht es bitte je nach Situation. Wir sind verschiedene Menschen, wir haben nicht alle die gleiche Situation. Aber hier sieht man auf jeden Fall auf der bewussten Ebene entweder ein Thema mit der Vergangenheit oder Einmischung von Dritten oder einfach dieses Überlegen, was hier in Liebesbeziehungsdingen eben verstrickt ist oder sich auch ungut anfühlt. Der ein oder andere denkt vielleicht auch über eine Konkurrenzsituation nach. Die Mutterthemen sind hier auch. Es hat unheimlich viel mit der Liebe zu tun, auch wenn es keiner mehr hören kann. Und auf der unterbewussten Ebene haben wir den Fuchs. Das heißt, wir überlegen so ein bisschen rum. Oder irgendwelche Zweifel bohren da. Unsicherheiten. Möglicherweise geht es auch um das Thema Ehrlichkeit. Oder die unterbewusste Ebene spürt etwas, fühlt sich falsch an. Ja, es geht um Beziehungen aus der Vergangenheit. Es geht eventuell auch um Kreisläufe. Etwas, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, hat noch Auswirkungen ins Jetzt und möchte noch verändert werden.
Möglicherweise schwingt hier auch auf neue oder zweite Partner irgendwie das Thema Misstrauen mit, obwohl es in die Vergangenheit gehört. Ja, Beziehung bedeutet Arbeit hier. Immer wieder. Das ist die Arbeitskarte, die legt sich hier in die nähere Zukunft. Trotz allem sieht man hier, dass sich Arbeit daran auch lohnt. Also sprich, dass du hier das Gerücht hast von Ankommen, sich getragen fühlen, Stabilität, Sicherheit. Ich habe auch das Gefühl, dass bereits getane Arbeit bei dem Thema oder Wachstum, das wir auch alle in diesem Bereich haben, weil wir einfach die Erfahrungen mitnehmen, dass sich das ja auszahlt. Also sprich, dass sich Arbeit an dem Thema lohnen wird, in der näheren Zeit auch schon. Aus der eigenen Sicht ist es vielleicht so, dass Dinge nicht ausgedrückt werden, dass man etwas zurückhält, dass man die eigene Wahrheit vielleicht auch zurückhält. Möglicherweise habt ihr hier auch das Thema von, ja, wie soll man das nennen, dass Dinge einfach im Verborgenen gemacht werden und man spürt, dass das irgendwie nicht richtig ist, ne? Klar hat jeder seine kleinen Geheimnisse, aber ich glaube, das, was hier gemeint ist, ist eben, dass sich nicht richtig zeigen oder etwas von sich weglassen. Es gibt hier noch eine Lernaufgabe. Möglicherweise denkt man hier auch, dass Gegenüber etwas zurückhält oder nicht ehrlich ist oder Dinge im Verborgenen stattfinden. Aber hier nimmt dann auch etwas Fahrt auf. Das kommt aus dem Umfeld, das heißt, man kriegt bestimmte Reize, etwas passiert, was einen dann neu aufeinander zugehen lässt. Hier haben wir irgendwie auch die Ängste von Kindertagen dabei, denn das Kind legt sich hier ins Haus der Hoffnungen und Ängste. Und möglicherweise ist das, was wir hier in der Vergangenheit über das Mutterthema gelernt haben, hier auch noch nicht ganz fertig, aber gut auf dem Weg. Ja, und hier haben wir in der näheren Zukunft auch die Bewegung, wo wir unsere Sehnsüchte verwirklichen können, wo wir die Dinge so hindrehen, dass sie unter einem guten Stern stehen, dass sie klar sind für uns. Aus der Klarheit raus entsteht immer auch wieder ein neuer Weg oder eine neue Entscheidungsfähigkeit. Und mit dem Schiff am Ende haben wir natürlich auch das Weiterkommen, das Vorankommen. Möglicherweise haben wir auch hier Nähe- und Distanzthemen. Wenn du jetzt Single bist, hast du hier gute Möglichkeiten, zum Beispiel über den Beruf jemanden kennenzulernen. Das kann jemand sein, der ein bisschen weiter weg von dir ist oder vielleicht sogar im Ausland wohnt oder eben durch Kilometer von dir getrennt ist. Aber hier würde sich etwas anbahnen. Das kann praktisch über deine oder die Arbeit des Gegenübers auch sein, ne? Oder beim Unterwegssein an sich, dass ihr da mal die Augen aufhält. Okay, dann denkt dran, kollektive Energie. Schauen wir mal, was hier noch mitkommt. Ja, hier sind gleich 3 gekommen. Die Vereinbarungen
das ist so das Einverständnis, die Vereinbarung. Das kann was mit der Vergangenheit zu tun haben. Denkt immer dran, wenn du mal sagst, bis dass der Tod uns scheidet, ist das schon eine Vereinbarung, die auch irgendwo wirkt. Das haben wir ja, das Gebundensein aus der Vergangenheit. Man soll den Fokus drauf legen, also fokussiert sein auf das, was man möchte auch. Und hier haben wir noch die Glückskarte. Das ist schön. Gucken wir mal, welche Pflanze hier mitgeht. Der Holunder. Die Ewigkeit ist jetzt. Hell und dunkel, alles wirkt zusammen zum Licht. Deine heutigen Gedanken gestalten dein Morgen. Lebe jetzt mit Liebe und dein Leben wird Freude sein. Also, wenn ihr hier den Fokus nimmt und dann die Gedanken, ne, wenn man zu sehr in der Vergangenheit Dinge mitschleppt, die man auf neue Partner oder Nächste projiziert, wird es halt auch schwierig. Und die Dinge so zu leben, wie man sie auch möchte, bringt meistens ein gutes Resonanz-Ding mit, ne? Dass man eben nicht immer an das denkt, das sich verstrickt oder ungut anfühlt, dass man hier eine gute Chance immer wieder reingibt und dass eben jeden Morgen der Tag neu beginnt. Und eins ist vielleicht auch hier noch wichtig, die Karte sagt es sehr schön: Lebe dein Leben mit Liebe und es wird Freude sein. Also wenn man immer so mies, muschelig oder griesgrämig oder verzagt an die Dinge rangeht, dann ist auch das verbindet man dann mit Liebe und das zieht man dann halt auch an. Das steckt da dahinter, also das ist schon ein bisschen hinter die Liebe geguckt, hinter die Fassade der Liebe. Okay, nehmen wir noch einen Engel. So, und hier haben wir den Engel der Herzensgüte. Den hatten wir, glaube ich, bei den Finanzen schon mal. Hier geht es ums Empfangen und Weitergeben, ne? Öffne dein Herz für andere Menschen, empfange Güte und Wärme und schenke sie weiter. So werden sich Licht, Freude und Wärme verbreiten. Mit der liebevollen Art, mit der du deinen Nächsten begegnest, steckst du andere an, das Gute in sich zu entdecken und weiterzugeben. Die Botschaft deines Engels: Lasse das Schöne und Gute in deinem Herzen leben. Das doppelt sich ein bisschen. Also fokussiere dich auf die schönen Dinge und die Liebe muss kein Kampf sein, sondern die darf auch einfach sein. Okay, ihr Lieben, ich drücke euch bis bald. Wir machen weiter mit dem Leben. Was möchte das Leben uns mitteilen? Für das Kollektiv. Ich lasse die Karten nur springen. Ihr wisst, es dauert einen Moment. Und dann schauen wir, was wir hier für eine Botschaft kriegen. Ja, es geht eventuell darum, neue Wege zu gehen, Dinge, die uns beschäftigen, auch auf den Plan zu bringen. Also nicht nur drüber nachdenken, welchen Weg man gehen könnte, welche Option man genutzt hat, welche man noch nutzen kann, sondern auch etwas entschieden tun, über das man nachdenkt, eine Entscheidung treffen, eine Option nutzen. Und das sollte etwas sein, was auch wieder Wachstum mitbringt oder wo man auch so Blockaden oder Hindernisse, die man hat, auch auf der unterbewussten Ebene wieder in Gang bringt. Also das ist nicht dieses Akzeptieren von, es geht nicht, dann geht es halt nicht, dann lasse ich es halt, sondern das Leben möchte hier schon, dass du eine Wahl triffst, dein eigenes Leben auch zu gestalten. Und das nicht nur im Kopf, ne? Hier sehen wir entweder ein Gegenüber, vielleicht ein Lebenspartner, ein Seelengefährte,
jemand, der aus der Vergangenheit schon an unserer Seite war. Möglicherweise geht es darum, wie geht man einen Weg zusammen weiter? In welchen Weg gibt man die männliche Energie rein? Das heißt, da, wo man investiert, wo man erschafft, wo man schöpft, ja? Und ja, Bewegung, etwas in Fahrt bringen, nicht dieses Stagnierende wird hier angezeigt. Aber auch natürlich möglicherweise das Hinterfragen, ne? Wo habe ich schon viel investiert, weil wir haben den männlichen Teil hier in der Vergangenheit. Es kann auch sein, man reflektiert hier, wo man eben investiert hat und es kam außer Hindernisse nichts dabei rum. Im Haus der eigenen Sicht haben wir hier die Arbeitskarte drin. Möglicherweise stellt sich hier ein oder anderem die Frage, wie vital bin ich, was kann ich tun, wie viel kann ich leisten, ja, ob das jetzt auf der Arbeit ist oder mit dem Thema, was kann ich überhaupt noch erarbeiten. Die einen oder anderen denken vielleicht auch, dass Leben immer nur Arbeit ist. Aber man sieht auch, dass man sich hier ein Fundament wünscht oder so ein Ankommen. Die einen oder anderen haben vielleicht auch Hindernisse tatsächlich im beruflichen Bereich, die sie jetzt überdenken. Und ich sehe hier eine schöne Qualität, die kommt aus dem Umfeld, ja. Hier hat man die Möglichkeit, irgendwelche Optionen zu nutzen, die wie ein Geschenk vor deine Füße fallen. Da sind Treffen, da sind Gespräche, da sind Aufeinandertreffen, möglicherweise auch im beruflichen Bereich oder auch bei allem, wo du dich hinterfragst. Wie kann ich meine Lebensqualität, meine Lebensenergie erhöhen? Das Blöde ist hier, dass das Leben hier auch sagt, dass man manchmal den Geschenken des Lebens nicht traut. Ja? Dass da möglicherweise man denkt, oh, vielleicht ist das eine Mogelpackung, vielleicht steckt viel mehr dahinter, das mir nachher nicht gefällt. Ich lasse das Geschenk mal lieber liegen. Möglicherweise auch Zweifel an der Richtung, die dies so nimmt. Manchmal fährt man auch zunächst mal einen Umweg, bevor es dann ans Ziel geht. Oder man hat an sich so, ich würde mal sagen, das Gefühl, dass sich nichts mehr in eine gute Richtung drehen kann. Und dass man es deshalb so belässt, wie es ist. Also man zweifelt an der Richtung oder an der Bewegung, die etwas aufnimmt. Man möchte klug sein, man möchte vielleicht auch nicht einen gleichen Fehler wieder machen. Und im Prinzip geht es hier darum, die Erfahrungen zu nutzen, die eigene Größe leben, sich nicht abbringen lassen vom Weg. Für einen oder anderen sieht man hier eine männliche Person, die kann hier als Wegbegleiter oder als Entscheidungshilfe irgendwie möglich sein oder ins Leben treten. Die Person liegt in der längeren Zukunft noch oder ist dann auch länger mit uns unterwegs. Und wir haben die Möglichkeit hier, dass uns jemand einen guten Impuls bringt oder unterstützt auf irgendeinem Weg, den wir gerade zu entscheiden haben. Speziell wenn jetzt hier, wir haben leider halt eben die Berufskarte dabei. Wenn du jetzt so die Berufung in Frage stellst, hast du auch hier wieder einen Impulsgeber für die Zukunft, der dir ermöglicht, neue Wege zu gehen. Und auch das in diesem Stil, wo du sagst, ich fühle mich gut, ich kann aus meinen Erfahrungen profitieren,
Ich kann meine eigene Größe leben, ich bin im Vertrauen, ich habe die Kraft, das durchzusetzen. Und bei manchen sieht man noch, dass es so ein Thema gibt, wo, das ist beziehungstechnisch, wo man sehr viel in der Vergangenheit erlebt hat und das irgendwie in neue Partnerschaften mit reinträgt. Es geht um das Thema Grenzen setzen, eigene Grenzen auch erkennen, sich nicht von anderen Personen vom Weg abbringen zu lassen. Das sind auch die, die dann immer versuchen, einen zu beraten und zu erzählen, was denn gut für uns sein könnte. Und im Nachgang hat es dann mehr Zweifel als Klarheit. Unten am Deck haben wir aber die Klarheit, ne? Setze Grenzen, dann kommst du hier zu deiner Fülle und kannst dich rausnehmen oder es leichter angehen, wird hier gesagt. Begrenze dich auch nicht bei dem Thema Fülle. Die Emotionen werden hier angezeigt, die man zu irgendetwas hat, und wir haben hier aber den Schutz, ne? Vielleicht ist das überhaupt so auch eine Gefühlssache, dass man sich, nennt's emotional ausgeliefert fühlt irgendwie, oder dass man sich schützt, weil man denkt, ich kann keine Verletzung mehr brauchen. Möglich ist es hier auf jeden Fall in dieser Legung, also etwas zu vermeiden, weil man denkt, es bringt nachher mehr Verletzung mit sich. Aber hier liegt tatsächlich der Schutz. Und was kann uns hier noch helfen? Der Engel der Neugier. Neugier weckt dein Interesse an deiner Umwelt und fordert dich heraus, Dinge auch mal mit anderen Augen zu sehen. Dein Engel unterstützt dich dabei, offen zu sein und Neues zu entdecken. Die Botschaft deines Engels: lass dich immer wieder vom Leben, das passt, wir fragen nach dem Leben, und deinen Mitmenschen überraschen. Also, hier haben wir einen Impulsgeber, der dir wirklich was Gutes mit auf dem Weg geben kann. Und unterm Deck natürlich die Klarheit und das Glück und ein bisschen Magie auch. Möglicherweise darf man hier auch seine Visionen wieder ein bisschen vergrößern. Okay, ihr Lieben, das war die Legung fürs Leben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich drücke euch bis bald. Ja, ihr Lieben, zuletzt habe ich mir jetzt gedacht, bei der Überraschungslegung machen wir keine fürs Kollektiv. Ich lasse euch wählen. Ihr habt hier den silbernen oder den roten Buddha. Und lasst euch überraschen von irgendeiner Botschaft, die hier rauskommt. Ihr wisst, ich mische immer vor der Kamera. Es kann ein bisschen dauern. Ihr könnt auch die Figürchen mit Themen oder Personen belegen, wie auch immer ihr das machen möchtet. Und ich bin gespannt natürlich, was hier rauskommt für uns. Ich hab's gleich.
So, dann würde ich sagen, legen wir das Ganze ordentlich hin. Und ihr dürft wählen. Mir fällt es heute ein bisschen schwer. Was würde ich denn nehmen? Ich würde den silbernen Buddha nehmen. Mit dem fange ich auch an. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also wir haben erstmal, dass wir Zeit in der Natur verbringen sollen, um die Führung wieder besser zu spüren, die eigene Stimme zu hören, nicht zu überanalysieren oder ja, dahin zu denken, wo eigentlich keine Antwort ist. Hier geht es auch darum, mal eine Pause zu machen, sich Urlaub zu nehmen, Kraft zu gewinnen und vielleicht auch ein bisschen so den nächsten Schritt zu finden. Authentizität ist hier sehr wichtig. Wenn ihr hier was vorhabt oder den nächsten Schritt sucht, dann seid euch gewiss, dass die Grundlage für Erfolg hier die Authentizität ist. Also etwas so zu tun, wie man es eben ureigen macht. Und wir haben hier die Mistel. Hier geht es um ein Lieblingsthema von mir, nämlich die Wahrheit. Und es geht darum, dass es verschiedene Wahrnehmungen der Wahrheit gibt. Und das habt ihr alle auch schon gesehen, dass die unterschiedlichen Standpunkte auch schwer für andere zu überzeugen sind. Deshalb ist es auch wichtig, dass du dein eigenes lebst, an deine eigene Wahrheit glaubst und genau auch diese vertrittst oder sie auch findest. Ne? Es ist hier nichts festgelegt, jeder hat eine eigene Wahrnehmung. Mit der Mistel kriegt man hier auf jeden Fall Glück und Segen geschickt für alles, was man hier vorhat. Ja, hier haben wir so ein bisschen das sich selbst treu bleiben, Zweifel, die sich melden können. Vielleicht geht es auch um das Thema Loyalität von anderen. Wobei ich immer denke, wenn du wirklich bist, wie du bist, dann kannst du auch die Menschen in dein Leben bringen, die das mögen. Und die anderen bleiben dann halt automatisch weg und dann hast du eben diesen Faktor gar nicht von passt es oder passt es nicht, sondern du bist ja einfach gewiss, dass du resonierst mit den Menschen, die gleicher Wahrheit sind oder gleiche Meinung leben. Wir haben hier eine Phase der Reinigung, die ansteht. Wir haben den Engel des Wachstums, der uns hier sagt, erkenne in allem, was dir begegnet oder widerfährt, eine Chance zu wachsen, daraus zu lernen oder Gelassenheit zu üben. Je bunter und vielfältiger das Leben ist, umso mehr wirst du es schätzen. Dein Engel hilft dir dabei, die kleinen und großen Wunder zu erkennen. So ist alles um dich herum eine Aufforderung zum inneren Wachstum und wird dich bereichern. Das hat ja sehr viel mit der Wahrheitsbildung zu tun oder mit der Einstellung zum Leben. Ne? Wenn ich genau hingucke und in allem versuche, meine Wahrheit zu finden, hast du unheimlich große Prozesse in deiner Entwicklung, auch wenn das eine oder andere nicht schmeckt. Ne? Und wir haben hier von den Karten noch das Thema Familie mit dem Wolf. Das müssen jetzt nicht immer nur die Blutsverwandten sein, das können auch die Seelengeschwister oder Seelengefährten oder wer es auch wie nennen mag sein, die Wahlfamilie, der Kreis der Vertrauten, die um einen rum sind. Hier haben wir ja auch so dieses Zweifel, ne? Wer ist mir Freund, wer ist mir Feind. Und es geht darum, dass zum Beispiel auch Wölfe sehr sozial sind. Ne? Sie leben in einem Rudel, jedes Mitglied hat seinen Platz, alles hat eine Struktur im Prinzip und Wölfe können auch gut kommunizieren. Sie reden über Körpersprache und auch über ihre Stimme auf vielfältige Weise und es geht darum, dass man füreinander einsteht und trotzdem auch die Leichtigkeit im Leben nicht verliert. Man findet Unterstützung überall um einen rum.
Und man hat hier auch so ein bisschen das Glaubensmuster, wir haben hier das Überanalysieren, ne? Dass man vielleicht denkt und denkt und denkt. Und hier wird einfach gesagt, gib mal dem Rudel mehr ab, zusammen schafft man mehr. Und es geht auch um Glaubensmuster, dass man eben Dinge immer alleine bewerkstelligen muss. Könnte man auch so bei den Karten mit einbringen, ne? Soll ich jemand mit einbeziehen in meine Dinge oder nicht? Unterstützt du andere und lass dich auch selbst unterstützen. Das steckt hier noch dahinter. Okay, ihr Lieben. Dann nehmen wir noch die andere Seite. Für eine Überraschungsbotschaft. Was habt ihr hier? Ja, ihr kriegt ja gesagt, dass sich die Dinge zum Guten entwickeln. Es geht so langsam an das Ziel, an das man hin möchte. Und es ist vielleicht auch eine Zeit, wo man entscheiden darf, womit man sich als nächstes beschäftigt. Vielleicht möchte man einen bestimmten Erfolg weiter ausbauen oder sich einer Sache völlig widmen. Jetzt wird es spannend. Hier kommt das Reisen als Thema, ne? Hier steht drauf, sei bereit zu reisen, wenn dies nötig ist. Und hier kommt die Reisekarte. Also das kann ja schon sein, dass ihr viel unterwegs seid oder tatsächlich mal eine Reise plant oder das Ausland erkundet, was auch immer. Und hier geht es vielleicht auch um die ureigene Lebensreise, ne? Dieses bewusste Angucken von Stationen. Auf jeden Fall wäre dies hier ein positiver Einfluss. So, dann habt ihr hier das Geheimnisse sich lüften, das Wissen an die Oberfläche kommt, dass sich etwas offenbart. Man hat ja so eine gewisse Instruktion, eine Erkenntnis. Möglicherweise plaudert auch irgendjemand etwas aus, was er lieber für sich behalten hätte. Jedenfalls kommt man hier an das Wissen dran, das man benötigt, ohne dass man groß was dafür tun muss, ne? Das ist so ein Impuls, den kriegst du, eine Erkenntnis, eine Instruktion, irgendetwas, was vorher nicht greifbar war. Und das Ganze wird dir hier zur Fruchtbarkeit verhelfen. Ihr habt den Fliegenpilz mit Träume dich glücklich. Wenn du dich auch hier fragst, was möchte ich noch erreichen, wo geht mein Leben noch hin, was ist mein nächstes Ziel, dann hol einfach die Träume ans Licht, bis du entdeckst, was du wirklich willst. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Manchmal verschließt sich einem ja selber das, was man wirklich möchte. Aber hier scheint es ein Thema zu sein. Und wir haben hier den Engel des Selbstvertrauens für euch. Manchmal hapert es auch, weil man denkt, das schaffe ich nicht oder das kriege ich nicht hin. Aber du bist ein wertvoller, besonderer Mensch. Dein Engel hilft dir, das jeden Tag aufs Neue zu spüren. Lerne dich selbst zu schätzen und mache dir bewusst, welche einzigartigen Fähigkeiten du besitzt. Dein Engel hat Vertrauen in dich, so hab du es auch. Und ihr habt mit dem Raben noch das Thema Wahrheit. Das haben wir irgendwie auf beiden Seiten. Ja, hier wird man dazu aufgefordert, wirklich ehrlich zu sich selber zu sein, auf wahrhaftige und aufrichtige Menschen auch aus dem Umfeld zu hören, also nicht vor Geheimniskrämern oder die dir nicht alles mitteilen oder etwas weglassen. Und hier wird auch gesagt, dass das Schwierige an der eigenen Wahrheit ist, sie auch zu leben. Oder einfach auch echt zu sein in jeder Situation. Man hat hier nicht das Ding, dass man anderen gefallen muss oder dass man anderen was vorspielt. Das bringt auf Dauer alles nichts, denn irgendwann kommt alles so, wie es tatsächlich ist, ans Licht und dann bleibt dieses von, ach, ich wurde geblendet oder ich habe selber geblendet. Es geht vielleicht auch ein bisschen darum, dass man, wenn man die Wahrheit lebt oder authentisch ist oder
ausspricht, was es auszusprechen gibt, dass man dann befürchtet, dass man verurteilt wird oder nicht akzeptiert. Hier wird aber gesagt, wenn du echt bist, dann können auch Wunder geschehen. Und ihr dürft ablegen, was nicht authentisch und nicht echt ist. Okay, ihr Lieben, das war eure Botschaft. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich drücke euch bis bald.